Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich mich kurz vorstellen, damit ihr mich noch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Ich heiße Aloyse Dauer und ich wurde vor 30 Jahren in der wunderschönen Stadt Basel in der Schweiz geboren. Aber ich bin keine Schweizerin. Mein Vater stammt aus dem Bayerischen Wald und meine Mutter aus Sizilien. Und so bin ich zweisprachig auch mit Deutsch und Italienisch aufgewachsen. In keiner Musikerfamilie, aber einer Familie, die immer sehr gerne gesungen hat, Hausmusik gemacht hat und wir haben immer viel Musik gehört. Mit 5 habe ich dann die Geige für mich entdeckt und ich habe dann die ersten Anfänge in der Musikschule gemacht und es hat mir immer viel Spaß gemacht, aber die Geige war für mich neben der Schule und dem Sport ein Hobby. Später habe ich dann angefangen noch mit Klavier und Bratschenunterricht, aber ich habe mich nicht so ernsthaft mit dem Üben beschäftigt, sondern immer so ein bisschen gespielt. Mit 12 Jahren habe ich an einem Jugendmeisterkurs teilgenommen und dort habe ich das erste Mal gleichaltrige junge Geiger und andere Musiker erlebt, die wirklich schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau musiziert haben. Und das hat in mir noch mehr den Wunsch geweckt, die Geige zum Beruf werden zu lassen und genauso toll spielen zu können. Ich bin dann auf Lehrersuche gegangen und ich habe dann eine tolle Lehrerin gefunden, die mit mir dann wirklich angefangen hat, intensiv die Geigentechnik zu üben. Trotzdem war ich noch nicht ganz so zufrieden und habe weiter gesucht, bis ich dann mit 14 Jahren meinen damaligen Geigenlehrer David Frühwirt in München kennengelernt habe. Und dann bin ich immer am Wochenende von Basel nach München mit dem Zug gefahren, das ist ungefähr so 400 Kilometer, um dann in München Geigenunterricht zu haben. Und das war für mich eine absolute aufregende Zeit und ganz besonders, weil ich als Kleine dann am Hauptbahnhof angekommen bin, mit meinem Geigenkasten dann zum Unterricht, mit der U-Bahn gefahren bin. Und das waren wirklich, wirklich besondere Jahre für mich. Und die haben dann auch dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, mit 16 dann das Gymnasium vorzeitig zu verlassen. Ich war immer ganz gut in der Schule, aber ich habe einfach gemerkt, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit am Tag, einfach mich intensiver mit dem Instrument zu beschäftigen, wenn ich das wirklich, wirklich als Beruf machen möchte. Weil ich einfach einiges noch an Technik aufholen musste, um wirklich auf dem Niveau spielen zu können, auf dem ich spielen wollte. Und meine Eltern haben das zum Glück unterstützt, aber es war noch ein bisschen hin und her überlegt, was danach dann kommt, wie es weitergehen soll. Und dann kam durch einen wunderbaren Familienfreund die Möglichkeit, ein Auslandssemester einzulegen. Und da habe ich die Möglichkeit gekriegt, in Chicago ein paar Monate zu verbringen und dort auch bei Almita und Ronan Wemes an der Northwestern University unterrichten beide, dort am Music Institute Unterricht zu haben. Und das war natürlich eine absolut besondere Erfahrung für mich, als 16-Jährige dann nach Amerika zu gehen, dort mein Englisch verbessern zu können und dort auch wirklich Geige- und Klavierunterricht zu haben. Und als ich dann zurückgekommen bin, war für mich klar, dass ich nicht mehr in die Schule gehe, sondern auf eine andere Art und Weise die Schule dann noch beende. Und ich habe mich dann intensiv umgeschaut und vorgestellt und dann eine Universität und einen Geigenprofessor gesucht. Ich bin dann an der Universität Mozarteum in Salzburg gelandet, bei meinem damaligen Professor Igor Osim, und ich bin heute noch unglaublich dankbar für seine sehr, sehr strenge Hand und alles, was er mir beigebracht hat. Es war eine sehr harte Schule, aber ich habe unglaublich viel gelernt und dort habe ich dann meine Studienjahre verbracht, zuerst als Jungstudentin und dann im Bachelor. Ich bin dann im Masterstudium, bin ich dann zu Professor Harald Herzl gewechselt und habe dann aber auch langsam für mich entdeckt, die Freude am Unterrichten. Also ich bin mit der Idee ins Musikstudium natürlich gegangen, wie viele auch, einfach nur Geige spielen zu wollen. Und während ich dann studiert habe, kam dann der Wunsch, auch mich noch intensiver damit zu beschäftigen, wie man einfach gewisse Dinge erklärt, wie man die macht auf der Geige und diese dann auch zu unterrichten. Somit habe ich dann mein Masterstudium im Konzertfach belegt, aber auch gleichzeitig dann Musikpädagogik studiert, was mir sehr viel Freude bereitet hat. So eine intensive Zeit, weil ich auch noch mein Abitur per Fernstudium nachgeholt habe, aber manchmal schafft man auch alles und es waren auf alle Fälle lehrreiche Jahre für mich.
Und in der Mozartstadt studieren zu können, war natürlich eine wunderschöne Erfahrung. Nach meinem Diplom habe ich dann eine Lehrstelle direkt an der Musikschule im württembergischen Allgäu bekommen. Und dort habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt und ich wurde dort auch zur Fachbereichsleiterin ernannt, was natürlich eine besondere Ehre war, gerade so kurz nach dem Abschluss. Und das waren so die ersten Berufserfahrungen, die ich dann sammeln konnte. So lange konnte ich mich dort aber gar nicht einleben. Ich hatte davor schon immer den Wunsch gehabt, wieder nach München zurückzukommen und langfristig in München mich niederzulassen. Und dann überraschenderweise nach einem halben Jahr schon, 2017, kam dann die Anfrage von München, von der Musikschule Grünwald, ob ich mich denn hier nicht für die Lehrstelle vorstellen möchte. Und das war eine absolute Überraschung. Und ja, deshalb bin ich jetzt seit 3 Jahren sehr glücklich hier in München und habe hier wirklich eine tolle Klasse übernommen, mit der es sehr viel Spaß macht zu arbeiten. Musik und die Geige ist für mich immer eine besondere Möglichkeit gewesen, Dinge auszudrücken, die man nicht in Worte fassen kann. Und es macht mich immer dankbar zu sehen, wie die Musik einfach die Menschen verbindet, auch wenn man nicht immer mit der Sprache kommunizieren kann. Mit Musik versteht man sich immer. Was gibt es sonst noch Interessantes von mir? Neben der Geige und der Musik liebe ich Bücher, ich lese sehr gerne, ich koche auch sehr gerne und ich reise sehr gerne. Und das ist natürlich fantastisch, dass ich meinen Beruf mit dem Reisen verbinden kann und ich so schon viele tolle Länder wie Japan, Südafrika, Amerika besuchen konnte. Was möchte ich euch hier auf meinem YouTube-Kanal mitgeben? Für mich ist es ein großes Anliegen geworden, meinen Schülern nicht nur die Geige näher zu bringen, die Geigentechnik und die Musik, sondern vor allem gemeinsam mit ihnen zu entdecken, wie man richtig übt. Für mich war das Üben eine persönliche große Herausforderung. Es war ein sehr holpriger Weg, ein sehr anstrengender Weg, weil ich oft einfach drauf losgeübt habe, ohne darüber nachzudenken und Stunden verbracht habe, die sicher nicht hilfreich waren. Ich möchte meinen Schülern, aber auch anderen Musikschülern helfen, besser zu üben und das eigene Potenzial richtig zu nutzen. Und hier auf diesem YouTube-Kanal soll es einfach eine Sammlung geben zum Thema Üben für alle Instrumente und ich hoffe sehr, dass einige von euch davon profitieren können und etwas davon mitnehmen können. Ich hoffe, dass es für euch interessant war, mich ein bisschen besser kennenlernen zu können und ich freue mich, diese Community hier auf YouTube ein bisschen weiter auszubauen und gemeinsam die Welt des Übens noch besser zu entdecken, dass jeder für sich einfach wirklich lernt, wie die Übezeit richtig gut genutzt werden kann. Schreibt mir in den Kommentaren, schreibt mir Fragen, ich freue mich von euch zu hören. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Video. Tschüss!